Wie der Titel schon sagt, 2 Monate später, 3000 Kilometer habe ich jetzt auf meinen Tesla Model 3 draufgefahren und das wird jetzt so ein kleines Zwischenfazit, sagen wir mal. Ich werde auch am Ende ein, sagen wir, kleines Ladevideo noch anfügen, um zu gucken, wie er jetzt im Winter lädt, also am Supercharger. Und ja, da würde ich sagen, willkommen bei Project Drive. Ja, da fangen wir doch einfach mit den Vorteilen an. Und zwar, wenn ich jetzt hier so über die Landstraße fahre, ne, mir fällt auf, ein relativ, sagen wir mal, härteres Fahrwerk, sportlicheres Fahren, sage ich mal. Aber das ist auch Geschmackssache. Ich finde es super. Ich mag dieses härtere fahrwerksmäßige Fahren und deswegen passt es super in mein Konzept rein und das gefällt mir sehr gut. Zum anderen natürlich ist es, wie eigentlich ihr Tesla-Fahrer und auch alle anderen wisst, es ist ein Handy auf Rädern und das muss man halt mögen. Ich finde es super geil. Du kannst halt alles fernsteuern, du kannst auf die Kameras extern zugreifen, du siehst immer, wo das Auto ist. Natürlich, ich weiß, das haben andere Hersteller auch, aber ich finde nicht so gut umgesetzt wie bei Tesla. Zum anderen Vorteil ist natürlich der riesen Display. Ich fand es am Anfang immer ein Manko, dass man hier kein Tacho-Instrument hat oder sowas, aber es ist auch eine Gewöhnungssache. Es ist zum einen ein Nachteil, zum anderen vielleicht sogar ein Vorteil. Mich stört es jetzt im Endeffekt nicht. Man muss halt immer so ein bisschen rechts am Lenkrad vorbeigucken, um die Geschwindigkeit zu sehen, aber ein großes Manko ist das jetzt nicht, finde ich. Da kommen wir zur Reichweite. Die Reichweite in meinem Tesla Model 3, wie gesagt Standard Range Plus, beläuft sich so auf knapp 400 Kilometer. Ich habe hier die 55 Kilowattstunden Batterie drin. Also im Sommer 400 Kilometer. Im Winter habe ich es jetzt gar nicht so krass ausprobiert, aber ich denke, ich komme so 320, vielleicht 350 Kilometer, wenn ich das jetzt so mal Revue passieren lasse ungefähr, wenn ich so an die letzten Fahrten denke. Könnte hinkommen, weil ich fahre auch immer relativ sparsam. Also mittlerweile, ich bin nicht mehr, also wenn es passt und geile Serpentinenstraßen da sind, da kann man auch mal sportlicher fahren, aber so im Großen und Ganzen im Alltag rase ich nicht mehr so wie früher. Und das merkt man halt natürlich auch dann im Verbrauch, ne? Logischerweise, ich fahre die Karre unter 16, also mindestens 16 Kilowattstunden, teilweise sogar eher so auf die 15 hin im Alltag, mehr oder weniger. Wie man gerade hört, ich hoffe es zumindest, man hört die Windgeräusche so gut wie gar nicht. Also es ist wirklich sehr ruhig im Auto und das ist auch ein riesen Vorteil. Wir fahren jetzt aber Landstraße, es ist jetzt ein bisschen nass auf der Straße, da hört man vielleicht mehr Abrollgeräusche zumindest. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich höre sowieso beim Autofahren meistens Musik, also da fällt es so oder so nicht auf. Autobahn merkt man es dann vielleicht ein bisschen mehr, bei ab, weiß ich nicht, 150 km/h oder sowas. Fahre ich aber in letzter Zeit selten. Ich benutze das Auto teilweise wirklich nur noch für meine alltäglichen Fahrten. Ich habe mit dem Auto auch jetzt, wie ihr vielleicht bemerkt habt, wenig Videos gemacht, weil ich viel zu tun hatte, viel Arbeit und jetzt versuche ich das natürlich über den Dezember, Januar ein bisschen mehr zu machen und genau, schauen wir mal. Das Navigationssystem, finde ich, ist ein absoluter Pluspunkt in dem Auto. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Navigationssystem. Ist ja auch Google. Aber ein Riesenvorteil ist natürlich, dass er auch nicht nur die Tesla Supercharger logischerweise erkennt, sondern natürlich auch, wenn ich jetzt eingebe, hier oben ENBW, Hypercharger, in meinem Fall jetzt der in Brunnthal, erkennt er und die Batterie wird direkt vorkonditioniert. Riesenvorteil. Kann auch nicht jedes Elektroauto, immer noch nicht teilweise. Es gibt zwar welche, die das können, aber nicht viele, wie gesagt. Der Tesla kann's, finde ich super. Ein Nachteil fällt mir auf Anhieb ein, das wissen aber auch die meisten, nämlich die Verkehrsschildererkennung. Die ist immer noch irgendwie, ich weiß nicht, noch nicht zu 100% akkurat. Es ist teilweise schon wirklich nervig, wenn man mit dem Autopilot fährt. Aber das wusste ich auch schon vorher. Also es war ja ein bekanntes Problem. Ist zwar, ob sich das jetzt wirklich gebessert hat, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Da könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Ich finde, springt irgendwie nicht wirklich um. Also, oder dauert ewig, bis es umspringt. Da ist ein Schild da, ich fahre vorbei und es schaltet entweder gar nicht um oder super spät. Also ich weiß nicht. Obwohl extra jetzt im letzten Update, ich habe gestern ein Update gemacht, da stand drin, ja, die Verkehrsschildererkennung soll verbessert worden sein. Das probiere ich ja auch gerade aus, aber hier haben wir es zum Beispiel. Das ist eine 100er Landstraße, das weiß ich, weil ich hier wohne. Und da war das Schild auch vorne. Das hat er nicht erkannt.
60 steht dran, schau. Der hat nämlich dieses hier für Traktoren und sowas, dieses Schild erkannt und stellt jetzt hier deswegen auf 60 um, weswegen ich jetzt zum Beispiel einen Autopiloten nicht anmachen kann. Was ich jetzt auch nicht machen würde, aber es geht ums Prinzip. Aber geht halt nicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt zeigt er da 70 an. Bremsen mal ein bisschen runter. Hat das erkannt? Ja, schaut's, das funktioniert halt immer noch nicht. Also das ist, weiß ich nicht. Da kommt nochmal ein 70er Schild. Erkennt er auch nicht. Weiß ich nicht. Das ist halt wirklich eigentlich fast das Einzige an dem ganzen Auto, was mich ein bisschen nervt. Aber es ist, sage ich mal, verschmerzbar in einer gewissen, ja, in einem gewissen Grad. Aber weiß ich nicht. Finde ich halt schade, dass es das immer noch nicht kann. Was mir jetzt als Nachteil noch einfällt, sind natürlich diese Phantombremsungen, die man von Tesla halt auch kennt. Aber das wusste ich ja auch schon vorher. Das sind halt immer noch so Mankos, die stören halt durchgehend. Ne? Also das mit der Schilderkennung, dass das noch immer nicht irgendwie, also zumindest bei mir nicht hundertprozentig funktioniert. Und diese Phantombremsungen teilweise, ist schon ein bisschen schade. Ja, irgendwie hat gerade die Ladesäule nicht funktioniert, zumindest die linke Seite vom Hypercharger, weil der war, ist mir gar nicht aufgefallen, schon blau, bevor ich angefangen habe. Das heißt, irgendwas stimmt mit der Seite nicht. Dann bin ich zu der Seite umgeparkt und jetzt funktioniert es anscheinend. Schauen wir mal, was er sagt. Ja, er fängt leider relativ langsam an zu laden, obwohl ich ihn eigentlich vorgeheizt habe. Machen wir die Tür zu. Ja, das ist halt leider das Manko des 55 Kilowattstunden Model 3s. Der muss halt leider schon ordentlich heiß sein, wie mir scheint, im Winter, damit der anfängt reinzuballern, weil er schafft eigentlich 140, 150 kW, habe ich auch schon geschafft, aber das auch nur kurz und wenn der Akku warm ist, ne, logischerweise. Was man bei meiner Kritik jetzt aber nicht vergessen darf, ist, dass ich mit 30% angesteckt habe. Und das ist natürlich, dient jetzt nicht wirklich der Geschwindigkeit. Also wenn man bei 30% ansteckt, dann lädt er natürlich nicht von Anhieb jetzt mit 5 Millionen kW, ne, ist ja sowieso klar. Aber trotzdem finde ich das schon ein bisschen Manko, dass er nur mit 55 oder was weiß ich, was ist das jetzt hier, 56 kW oder so lädt. Das ist halt schon langsam. Ich finde zwar keinen Beinbruch, weil, weiß ich nicht, ich habe das immer so gemacht, dass ich den, wenn ich beim Supercharger oder beim Hypercharger lade, das ist ja hier in Brunnthal, ich zeige euch das mal, da gibt es ja hier ein McDonald's, ein Hotel und da hinten, da ist ein Lidl und ein Nike Store und da hinten ist die Metro und hier ist ein Hagebaumarkt. Ne? Also wenn ich hier dann laden muss oder einfach lade, dann kann ich hier, ja, einkaufen gehen und dann sind diese 20 Minuten wie im Flug vergangen. Das wollte ich euch auch noch zeigen, nämlich, schaut mal, mein Durchschnittsverbrauch jetzt im Winter. Jetzt bin ich aber heute etwas sportlicher gefahren, so. Und jetzt haben wir im Winter hier einen Durchschnittsverbrauch von 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist natürlich sehr hoch, aber wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen zügiger, Landstraße, zickzack, Gas, Bremse. Zwar jetzt nicht wie ein Rennfahrer, ihr wisst schon, was ich meine, aber schon ein bisschen zügiger gefahren und der Verbrauch ist schon sehr hoch. Das habe ich normalerweise nicht. Also hier ist der insgesamte Durchschnittsverbrauch in den letzten 2200 Kilometern. Da fehlen zwar noch 1000, ja obwohl, ja doch, da fehlen noch knapp 900 Kilometer oder sowas, weil ihr seht hier den Kilometerzähler, ich habe den mit bisschen über 50.000 geholt und habe jetzt 2,9 drauf gefahren im Prinzip, mehr oder weniger. Und da habe ich 16,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Ne? Und das mit meiner Fahrweise, das soll schon was heißen. Dafür ist der Verbrauch ziemlich gut. Wenn man es nochmal übertreibt, noch sparsamer fährt, dann kommt man wirklich auch auf einen Durchschnittsverbrauch von wahrscheinlich 15 Kilowattstunden die 100 Kilometer, wenn nicht sogar noch weniger.
Ja, es ist schon wieder dunkel. Aktuell geht man im Dunkeln aus dem Haus und kommt auch später im Dunkeln wieder nach Hause. Bisschen ätzend, Zeitumstellung, ihr wisst Bescheid. Aber ich wollte euch noch zeigen, wie das ausschaut mit, Moment, ja, jetzt mit dem Ladeverbrauch. Also, heute hier, 11. Dezember, wir haben im Brunntal geladen für 15,37 €, haben 25 Kilowattstunden, also 0,2 reingeladen, haben dafür 27 Minuten gebraucht. Ja, könnte schneller gehen, aber wie gesagt, ist kein Beinbruch. Abschließend möchte ich sagen, dass das Tesla Model 3 mich eigentlich bisher sehr gut begleitet hat. Also ich habe absolut gar kein Problem jetzt technisch mit dem Auto gehabt, sowie auch, ja, bis auf die Schilderkennung halt. Aber ansonsten das Auto verhält sich sehr gut auf der Straße. Auch im Schnee übrigens. Chapeau, also auch mit der Schlupfregelung, wenn man mal irgendwo stecken bleibt. Da gibt es ja extra einen Knopf, da kann man draufdrücken. Schlupfregelung oder Schlupfstart oder irgendwie sowas. Und dann kommt man echt also ich bin aus jeder Vereisung, ich bin nie stecken geblieben, deswegen hammermäßig. Also wirklich, also super praktisches Auto, also ist meine Meinung zumindest bisher. Auch ein schön, ist wieder so eine Ansichtssache. Mir gefällt er mittlerweile, sagen wir mal, sehr gut. Optisch, naja, mittel. Könnte besser sein, da gefällt mir natürlich das neue Tesla Model 3 um Längen besser. Ne? Auch das neue Model Y wird ja auch so aussehen wie das aktuelle Highland Model 3. Da mache ich vielleicht auch noch ein Video zu, mal gucken. Deswegen, danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, damit ihr doch noch weitere Videos nicht verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!